So what did you find? Well, we found a lot. We have identified some very, very interesting, anomalous type of aircraft, let's call them aircraft, is a potential threat to national security. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Man hat uns gesagt, Außerirdische seien Fiktion. Aber jetzt hat sich sogar der ehemalige Geheimdienstler David Grusch zu Wort gemeldet und behauptet, die USA hätten nichtmenschliche Raumschiffe geborgen. Und er ist nicht allein. In Deutschland kursieren immer noch Legenden über das UFO Schwarzer Ritter, über dem Schwarzwald und über seltsame Sichtungen während des Zweiten Weltkriegs, die lange Zeit unter Schichten der Leugnung begraben wurden. Und jetzt sind die Fotos aufgetaucht, von denen sie nie wollten, dass sie sehen. Von unheimlichen außerirdischen Landschaften bis hin zu Fahrzeugen, die der Physik trotzen. Warum also werden diese außerirdischen Fotos aus der Welt geschafft? Welche Geheimnisse verraten sie über das, was wirklich da draußen ist und was bereits hier ist? ISS-Foto von Cosmina Ivanvanger. Das erste Bild in dieser bizarren Sammlung stammt von keiner geringeren als Cosmina Ivanvanger, aufgenommen an Bord der Internationalen Raumstation im August 2020. Und glauben Sie mir, es ist kein gewöhnliches Weltraumfoto. Was sie eingefangen hat, ist geradezu unwirklich. 5 leuchtende Objekte, die über der Erdkrümmung schweben, in perfektem Abstand und mit der gleichen Geschwindigkeit, als ob sie einer unsichtbaren Spur folgen würden. Der Hintergrund? Ein gespenstisch klarer Nachthimmel und der Horizont des Planeten, der sich sanft wölbt und unter ihnen leuchtet. Aber jetzt kommt der Clou. Diese Objekte wackeln nicht, treiben nicht umher. Sie bewegen sich mit unheimlicher Präzision, als ob sie auf einer Mission wären. Zoomen Sie hinein. Und die Details sind atemberaubend. Jedes Objekt hat ein seltsames Leuchten und die Formation ist zu genau, um sie zu ignorieren. Sind es Drohnen, Satelliten oder etwas, das wir noch nicht einmal benannt haben? Cosmina war verblüfft von dem, was sie sah, und postete die Bilder auf Twitter, jetzt X, in der Hoffnung auf Antworten. Das Internet leuchtete auf. Sogar Roskosmos, die russische Raumfahrtbehörde, wurde aufmerksam und kündigte an, dass ihre Experten das Filmmaterial analysieren würden. Und das ist erst der Anfang. Wussten Sie, dass Japan einer der größten UFO-Hotspots der Welt ist? Ich auch nicht, bis ich herausfand, dass ihre Verteidigungskräfte ein umfassendes Protokoll für UFO-Begegnungen haben. Piloten werden darin geschult, Sichtungen direkt an die Regierung zu melden. Tatsächlich wurden bereits 6 Vorfälle protokolliert. Darunter auch Aufnahmen von 10 leuchtenden Kugeln, die über den Himmel von Osaka flogen. Die Regierung mag nicht viel sagen, aber ihre Taten sprechen Bände. Und wenn man sich diese Fotos ansieht, ist eines klar: wir haben mehr Fragen als je zuvor und kaum Antworten. UFO-Sichtung im Dezember 2019. Als nächstes haben wir eine UFO-Sichtung vom Dezember 2019. Steve Barron aus Nevada teilte Bilder und Videos eines mysteriösen Objekts, das über eine Bergkette in der Nähe seines Hauses flog. Das Objekt scheint groß zu sein, obwohl es weit entfernt ist. Und es fällt durch seine Helligkeit auf. Es sieht nicht wie die üblichen Flecken aus, die man am Himmel von Satelliten sieht. Dieses Objekt ist sehr hell und bewegt sich in einem anderen Muster. Es bewegt sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit oder in einer geraden Linie. An einem Punkt bewegt es sich wie ein Satellit. Dann hält es an, kehrt die Richtung um und scheint dann schnell zu beschleunigen. Es ist ziemlich schnell, was zu Spekulationen darüber führt, ob es sich um eine Drohne handeln könnte. Streng geheime Flugzeuge in der Area 51. Wir kommen zu einer weiteren faszinierenden Sichtung. Ein kommerzieller Satellit hat Bilder eines anscheinend streng geheimen Kampfflugzeugs der nächsten Generation in der Area 51 aufgenommen. Tyler Rogoway von The War Zone untersuchte Satellitenfotos des geheimen Geländes, als er etwas Ungewöhnliches bemerkte. Trotz der sorgfältigen Planung des Flugbetriebs in der Area 51, um Überflüge von Überwachungssatelliten zu vermeiden, zeigte ein Foto einen seltsamen Schatten auf der Rollbahn, der zu einem großen Hangar führte. Im Inneren des Hangars waren die Umrisse eines unbekannten Kampfflugzeugs zu sehen. Diese Entdeckung wurde durch eine detaillierte Analyse von öffentlich zugänglichen Satellitenbildern gemacht, die auf eine mögliche Lücke in den Sicherheitsmaßnahmen hinweisen. Das mysteriöse deltaförmige Objekt blieb zwischen dem 26. und 29. Januar 2022 sichtbar. Die Art dieser Sichtung und die Gründe für das Versehen sind noch unbekannt. Die UFO-Begegnung eines schottischen Kochs.
Als nächstes haben wir ein faszinierendes Foto, das 1990 von 2 schottischen Köchen aufgenommen wurde, die in der Nähe der Stelle arbeiteten, an der das Foto aufgenommen wurde. Nach einem langen Arbeitstag beschlossen die beiden Männer, eine Wanderung zu unternehmen, um sich zu entspannen. Ihr Spaziergang erwies sich jedoch eher als unglaublich aufregend, denn als entspannend. Während sie durch die schottische Landschaft von Calvin fuhren, bemerkten sie etwas, das am Himmel über ihnen schwebte. Dieses Objekt war anders als alles, was sie je zuvor gesehen hatten. Und so zückten sie ihre Kameras, um es zu dokumentieren. Die Fotos, die gründlich analysiert wurden und keine Anzeichen von Manipulationen aufweisen, zeigen ein 30 Meter hohes Flugobjekt, das von einem Düsenflugzeug umkreist wird. Die beiden Männer fanden den Vorfall seltsam und reichten die Fotos bei einer Lokalzeitung zur Veröffentlichung ein. Zu unserer großen Überraschung beschlagnahmte das britische Verteidigungsministerium die Bilder und sie wurden erst 32 Jahre später von David Clarke freigegeben, der ohne Wissen des Ministeriums eine Fotokopie eines der Originalbilder aufbewahrt hatte. Die Identität der beiden Männer wurde nie bekannt gegeben und sie meldeten sich nie, um ihre Geschichte zu erzählen, nachdem die Fotos beschlagnahmt worden waren, so dass unbeantwortete Fragen über das, was sie sahen und warum die Regierung es unter Verschluss hielt, zurückblieben. Durchbruch bei der Kommunikation im Weltraum. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist die bemerkenswerte Leistung der NASA, die Funk- und Laserbotschaften aus dem Weltraum empfangen hat. Diese bahnbrechende Kommunikation begann im November 2023 und dauert bis heute an. Die NASA begann mit diesen Übertragungen nach dem Start der Raumsonde Psyche, benannt nach dem Kometen, den sie aufspüren soll. Während Psyche ihre Reise fortsetzt, steht sie in regelmäßigem Kontakt mit NASA-Mitarbeitern auf der Erde. Die erste Kommunikation war ein optisches Signal aus den Tiefen des Weltraums, das per Laser übertragen und am 1. Januar dieses Jahres aus einer Entfernung von 10 Millionen Meilen entdeckt wurde. Anschließend nutzten die NASA-Forscher Funkfrequenzen, um ein Foto von der 20 Millionen Meilen entfernten Raumsonde herunterzuladen. Diese Downloadgeschwindigkeit von 1536 Megabit pro Sekunde ist 40 Mal schneller als die normale Radiofrequenz. Das Ziel der Psyche-Mission ist es, die Kommunikation mit der Erde aufrechtzuerhalten, selbst in einer Entfernung, die 2,5 Mal so groß ist wie die der Sonne, nämlich etwa 186 Millionen Meilen. Diese Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung, wenn Psyche seine Suche nach dem namensgebenden Kometen fortsetzt. Deklassierte UFO-Funde. Als nächstes haben wir deklassierte UFO-Funde. Anfang 2023 deklassierte das Pentagon legitime UFO-Funde, die von US-Navy-Piloten. Unter diesen Veröffentlichungen waren 2 Videos, die mehrere UFOs oder unidentifizierte Luftphänomene zeigen. Das erste Video, das am 15. Januar in Südasien aufgenommen wurde, zeigt ein nicht identifiziertes Flugobjekt, das sich mit einer Geschwindigkeit bewegt, die von keinem bekannten Flugzeug erreicht wird. Als das Objekt durch das Bild der Kamera flog, schien es eine Art atmosphärischen Sog zu hinterlassen, bevor es vollständig im Himmel verschwand. Das zweite Video zeigte ein verdächtiges Objekt, das in rekordverdächtiger Zeit 80 Fuß vom Himmel auf die Meeresoberfläche stürzte. Der Pilot, der den UAP gefilmt hatte, berichtete, dass das Wasser, dem sich das Objekt genähert hatte, zu kochen schien. Als das mögliche außerirdische Raumschiff schließlich wieder in Sicht kam, wurde es über dem Wasser schwebend aufgenommen und verschwand dann schnell in der Atmosphäre, ohne eine Spur in den Ozeanen zu hinterlassen. Bis heute sind die auf diesen Videos zu sehenden Objekte völlig unidentifiziert und ein absolutes Rätsel. Durchgesickerte streng geheime Geheimdienstdokumente. Als nächstes ist das Durchsickern streng geheimer Geheimdienstdokumente der Vereinigten Staaten zu nennen, die von der Washington Post am 27. April 2023 zusammengefasst wurden und die US Bedenken über die Bedrohung durch den Weltraum in der modernen Kriegsführung. Mit den Fortschritten in der Raumfahrttechnologie hat die US sind besorgt darüber, wie andere Länder, insbesondere China, diese Fortschritte in ihren Militär- und Verteidigungssystemen nutzen könnten. Ein durchgesickertes Dokument unterstreicht Chinas Fähigkeit, die US und verbündete Weltraumressourcen zu gefährden. In einem anderen Dokument wird die Befürchtung geäußert, dass China im Falle einer Eskalation des Konflikts zwischen China und Taiwan
atmosphärische Objekte ins Visier nehmen könnte, um die taiwanesischen Verbündeten von einer Intervention abzuhalten. Wussten Sie, dass Brasilien auch ein wichtiger Hotspot für außerirdische UFO- und UAP-Aktivitäten, Unidentified Aerial Phenomenon, ist? Es gibt sogar einen jährlichen Tag namens Nacht der UFOs, der Anerkennung dieser Sichtungen gewidmet ist. Diese Tradition begann nach einem bedeutenden Ereignis im Jahr 1986 HTC, als mehrere nicht identifizierte Flugobjekte am brasilianischen Himmel gesichtet wurden, wobei das Radar in 4 brasilianischen Bundesstaaten weitere Objekte erfasste. Ursprünglich hielt die Regierung alle Informationen über dieses Ereignis unter Verschluss. Im Mai 2012 führte das brasilianische Gesetz über die Informationsfreiheit zur Veröffentlichung von schriftlichen Dokumenten und Fotos, die seltsame Aktivitäten am Himmel zeigen. Trotz der unklaren Bilder erklärte der Luftfahrtminister, man glaube, dass die Phänomene solide seien und ein intelligentes Verhalten zeigten. Auch nach dieser Erklärung war die brasilianische Regierung nicht in der Lage, die Ereignisse in der UFO-Nacht endgültig zu erklären. Der UFO-Hotspot Brasiliens. Brasilien ist ein wichtiger Hotspot für außerirdische UFOs und unidentifizierte Luftphänomene. Es ist so populär, dass es einen jährlichen Tag der Anerkennung für diese Sichtungen gibt, der als Nacht der UFOs bekannt ist und nach einem großen Ereignis im Jahr 1986 ins Leben gerufen wurde. In der Nacht zum 19. Mai wurden am Himmel über Brasilien eine Reihe von nicht identifizierten Flugobjekten gesichtet. Und noch mehr nicht sichtbare Objekte wurden per Radar am Himmel von 4 brasilianischen Bundesstaaten entdeckt. Die Regierung, die zunächst alles Wissen über das Ereignis geheim hielt, veröffentlichte schließlich schriftliche Dokumente und Fotos, die seltsame Aktivitäten am Himmel über Brasilien zeigten. Die Bilder, die zwar nicht viel Klarheit bieten, wurden von einer Erklärung des Luftfahrtministers begleitet, in der es hieß, dass die Phänomene solide waren und aufgrund ihrer Fähigkeit, Beobachtern zu folgen und Abstand zu halten, sowie Informationen zu fliegen, Intelligenz widerspiegelten. Trotzdem war die brasilianische Regierung bisher nicht in der Lage zu bestätigen, was sich in der UFO-Nacht genau abgespielt hat. Faszinierender Eingang zur Area 51. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist der faszinierende Eingang zur Area 51. Vor einigen Jahren tauchten Satellitenfotos im Internet auf, die einen möglichen Eingang zur geheimnisvollen Area 51 zeigten. Ein neugieriger Nutzer von Google Earth entdeckte eine Straße, die zu einem Parkplatz am Fuße eines Berges führte. Interessanterweise waren diese Straße und der Parkplatz auf den Satellitenbildern von 1998 nicht zu sehen, was darauf hindeutet, dass sie später angelegt wurden. Die Existenz dieser Straßen, die in scheinbare Sackgassen am Berghang führen, wirft Fragen auf. Warum wurden diese Straßen gebaut? Es scheint kein Ort zu sein, an dem die Leute parken und dann zu Fuß weitergehen würden. Spekulationen deuten darauf hin, dass es einen in den Berg gehauenen Geheimtunnel geben könnte, der möglicherweise mit einer von Bob Lazar in Area 51 erwähnten Einrichtung zusammenhängt. Was sich im Inneren befindet, ist ein Rätsel. Durchgesickertes CIA-Foto gibt Anlass zu UFO-Spekulationen. Ein durchgesickertes Foto der CIA hat zu zahlreichen Spekulationen über UFOs geführt. Das fragliche Foto zeigt ein nicht identifiziertes Objekt am Himmel und ist seit seinem Bekanntwerden Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Einige glauben, dass dieses Foto ein konkreter Beweis für den Besuch außerirdischen Lebens auf der Erde ist, während andere meinen, dass es eine logischere Erklärung für das Objekt auf dem Foto geben muss. Das Thema ist gerade in aller Munde und ich kann es kaum erwarten, mich mit all den verschiedenen Theorien und Meinungen zu beschäftigen. Eine der populärsten Theorien ist, dass es sich bei dem Objekt auf dem Foto um ein streng geheimes Regierungsflugzeug handelt, von dem die Öffentlichkeit nichts wissen soll. Diese Theorie ist faszinierend und wirft eine Menge Fragen darüber auf, was die Regierung vor uns verbergen könnte. Andererseits glauben einige fest daran, dass es sich um einen unbestreitbaren Beweis für den Kontakt eines außerirdischen Raumschiffs mit der Erde handelt. Sie verweisen auf andere ähnliche Sichtungen und Begegnungen als Beweis dafür, dass wir nicht allein im Universum sind. Was meinen Sie? Handelt es sich nur um eine weitere Verwechslung oder könnte dies der Beweis sein, dass wir nicht allein im Universum sind? Fotos vom Roswell-Zwischenfall. Ein neues Foto ist aufgetaucht, von dem viele behaupten, es sei der Beweis für die Echtheit des Roswell-UFO-Vorfalls. Es zeigt eine außerirdische Kreatur,
die angeblich 1947 in Roswell aufgenommen wurde. Cheyenne Cope, die Reporterin vor Ort, besuchte das UFO-Museum, um die öffentliche Meinung zu erfahren. Im Museum hat das Foto viele Diskussionen unter den Besuchern ausgelöst. Roswell ist für seine Außerirdischen bekannt und zieht Enthusiasten aus dem ganzen Land an. Manche glauben an außerirdisches Leben. Kürzlich tauchte ein bisher unveröffentlichtes Foto auf, das weitere Beweise für einen UFO-Absturz im Jahr 1947 zeigt. Nach Angaben von Kodak ist das Foto authentisch und wurde seit seiner Aufnahme nicht verändert. Es wurde auf einer Konferenz in Mexiko-Stadt enthüllt und auf einem Dachboden in Sedona, Arizona, zusammen mit Bildern von Berühmtheiten wie Clark Gable und Dwight Eisenhower entdeckt. Während die einen es als weiteren Schwindel abtun, argumentieren andere, dass es die Debatte über den Roswell-UFO-Vorfall neu entfacht. Mark Briscoe, der Direktor des Museums, räumt ein, dass er die Echtheit des Bildes nicht überprüfen kann, erkennt aber seine potenzielle Bedeutung an, falls es echt ist. Die Meinungen der Museumsbesucher sind geteilt. Einige bleiben skeptisch und finden es spannender, an die Möglichkeit von Außerirdischen zu glauben. Andere sind zwar nicht völlig überzeugt, bleiben aber offen und erkennen die Weite des Universums an. Das Museum plant, das Dia auf dem UFO-Festival im Juli zu zeigen, da es die laufende Diskussion beeinflussen soll. In Roswell sind Außerirdische und UFOs eine große Attraktion, die jährlich rund 175.000 Besucher in das Museum lockt. Die UFO-Begegnung von Oberleutnant Alex Dietrich. Wir haben einige aufregende Bildschirmausschnitte aus einem Video, das von Lieutenant Commander Alex Dietrich gefilmt wurde. Er flog einen 18F Super Hornet Kampfjet über dem Pazifischen Ozean in der Nähe von San Diego während einer Trainingsmission für die United States Navy. Die Aufnahmen vom November 2004 zeigen ein seltsames Ereignis, das sich ereignete, nachdem Dietrich gebeten worden war, ein verdächtiges Objekt zu untersuchen, das aus 268 Kilometern Tiefe auf die Meeresoberfläche gesunken war. Als Alex und sein Kollege am Tatort ankamen, bemerkten sie etwas Ungewöhnliches. Die Meeresoberfläche, auf der das Objekt gemeldet worden war, sah aus, als würde sie kochen. Augenblicke später entdeckten sie ein seltsames, längliches weißes Objekt, das über dem Wasser schwebte. Es gelang ihnen, es auf Video festzuhalten, bevor es plötzlich mit unglaublicher Geschwindigkeit am Himmel verschwand und keine Spuren hinterließ. Obwohl die Aufnahmen vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten als authentisch bestätigt wurden, bleiben das Objekt selbst und sein Verbleib ein Rätsel. Dieses faszinierende Ereignis hat bei vielen Menschen Neugierde und Spekulationen ausgelöst. UFO-Sichtung über dem Pazifischen Ozean. Lassen Sie uns die faszinierende Welt der UFO-Sichtungen über dem Pazifik erkunden. Berichte von Piloten und Seglern über unidentifizierte Flugobjekte haben die Neugierde und die Debatte über die Existenz außerirdischen Lebens geweckt. Einer der bekanntesten Vorfälle ereignete sich im Jahr 2004, als die US Navy-Piloten ein Tic-Tac-förmiges Objekt entdeckten, das sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegte. Sie beschrieben, dass es über eine Technologie verfügte, die weit über die unsere hinausging, was zu Spekulationen darüber führte, woher es kam. Während einige Sichtungen als natürlich oder vom Menschen verursacht erklärt werden können, stammen viele Berichte aus zuverlässigen Quellen und entziehen sich einfachen Erklärungen. Diese Sichtungen ermutigen uns, die Möglichkeit intelligenten Lebens außerhalb der Erde zu untersuchen und in Betracht zu ziehen. Während wir uns in die Geheimnisse des Universums vertiefen, erinnert uns das Rätsel der UFO-Sichtungen über dem Pazifik an die unendlichen Wunder, die jenseits unserer vertrauten Welt auf ihre Entdeckung warten. Die Internationale Raumstation. Jetzt wollen wir uns mit einer Entdeckung an Bord der Internationalen Raumstation befassen, die alle verblüfft hat. Im Oktober 2023 wurde ein Leck im Reservekühler der Station entdeckt, was den russischen Kosmonauten Oleg Konov dazu veranlasste, sich in einem Raumanzug nach draußen zu begeben, um es zu untersuchen. Als Oleg die Kühlerverkleidung erreichte, stellte er zu seinem Erstaunen fest, dass eine Reihe von unregelmäßigen Löchern in die Verkleidung gebohrt war. Oleg meldete seinen Fund und begann, das Leck zu reparieren, indem er die austretende Flüssigkeit mit einem Sauger auffing. Plötzlich bemerkte er ein seltsames Kügelchen, möglicherweise ein Coulon, an seiner Sicherheitsleine. Alarmiert informierte Oleg die Moskauer Missionskontrolle und erhielt die Anweisung,
sofort zur ISS zurückzukehren. Während es sich wahrscheinlich nur um eine Antigravitationskugel aus Coulomb handelt, bleibt die genaue Art des Kügelchens ein Rätsel. Noch rätselhafter ist die Ursache des Lecks und das Vorhandensein der Löcher in der Kühlerverkleidung. Wissenschaftler. Astronomen. Astronauten und Kosmonauten sind ratlos angesichts dieses seltsamen Vorfalls. Die mysteriösen Löcher und die kohlensäurehaltigen Kügelchen lassen alle ratlos zurück, da sie sich nicht erklären können, wie oder warum es dazu gekommen ist. Beobachtungen auf dem Test- und Übungsgelände in Nevada. Am 15. November 2020 nahmen die beliebten YouTube-Videofilmer Tim und Tracy vom Kanal UFO Seekers ein faszinierendes Video außerhalb des gesperrten Nevada Test and Training Range NTTR auf. Das Video zeigt verschiedene Aktivitäten, die für den NTTR typisch sind. Wheezy, B, Sicherheitspersonal, das als Tarnkappe bekannt ist. NTTR-Mitarbeiter-Shuttles und eine beträchtliche Menge an Luftaktivitäten, insbesondere nachts. Der bemerkenswerteste Teil des Videos ist die nächtliche Szene, die eine bedeutende taktische Spezialeinsatzübung oder einen Fähigkeitstest darzustellen scheint. Das Gebiet wird von LU-19 BB-Infrarot-Leuchtfackeln beleuchtet, die aus der Luft abgeworfen werden und normalerweise mit Nachtsichtgeräten verwendet werden. Das 20-minütige Video zeigt helle Lichter in geringer Höhe, um die herum kleinere Lichter kreisen, wie sie durch die Infrarot-Nachtsichtgeräte des Kameramanns zu sehen sind. Genaue Einzelheiten über die Aktivitäten im Inneren des NTTR werden nur selten bekannt gegeben. Allerdings ist die US Air Force veröffentlichte jedoch am 24. Oktober 2020 einen Artikel, in dem es heißt, dass der Betrieb im NTTR kontinuierlich erfolgt, wobei ein Betrieb endet, wenn ein anderer beginnt. Darüber hinaus haben die Videofilmer Aufnahmen von Sicherheitsfahrzeugen und einem großen Bus gemacht, die einen umzäunten Bereich in der Nähe des Ortes, an dem sie gefilmt haben, verlassen. Das Video kann zwar nicht schlüssig Aufschluss über die Art der Aktivitäten geben, aber es deutet darauf hin, dass in dieser Nacht etwas Bedeutendes und Faszinierendes im NTTR geschah. Jerry Freemans Expedition und Entdeckungen in der Nähe von Area 51. Lassen Sie uns die faszinierende Geschichte hinter dem nächsten Foto mit dem Archäologen Jerry Freeman erkunden. Es wurde während einer kühnen Expedition im Jahr 1997 aufgenommen, einer Expedition, wie es sie noch nie gegeben hat. Freeman begab sich auf eine 7-tägige Solotour durch Teile der Wüste von Nevada und konzentrierte sich dabei eher auf historische Recherchen als auf irgendetwas Modernes oder Klassifiziertes. Sein Ziel? Er wollte den Weg der verlorenen 49 Ers zurückverfolgen. Pioniersiedler, die sich 1849 durch das unwirtliche Terrain wagten. Freeman war auf der Suche nach einer angeblich historischen Inschrift im NY Canyon, der sich in der Nähe des Sperrgebiets der Nellis Air Force Base befindet. Ausgestattet mit wenig mehr als einer Decke und schierer Entschlossenheit, trotzte Freeman den extremen Bedingungen. Er navigierte durch zerklüftete Landschaften, schlief unter dem Sternenhimmel und hatte am letzten Tag einen gefährlichen Wassermangel. Aber seine Motivation war ungebrochen. Es ging ihm darum, ein vergessenes Kapitel der amerikanischen Geschichte aufzudecken. Während seiner Reise erreichte Freeman einen Bergrücken mit Blick auf ein ausgedehntes, trockenes Seebett. In der Ferne sah er Lichter, die sich in einem Muster bewegten, das auf die Anwesenheit einer Sicherheitspatrouille hindeutete, was seiner Wanderung einen spannenden, aber fesselnden Moment verlieh. Obwohl er sich nicht für moderne Geheimnisse oder geheime Anlagen interessiert, trägt Freemans Geschichte zur breiteren Darstellung des Testgeländes in Nevada bei, einem Gebiet, das sowohl von historischer Bedeutung ist, als auch die Öffentlichkeit fasziniert. Sein Bericht zeugt von Beharrlichkeit, Erkundung und einem tiefen Engagement für die Aufdeckung der Vergangenheit. Wie in Werken wie Annie Jacobsens Buch Area 51, An Uncensored History of America's Top Secret. Military Base, Area 51. Eine unzensierte Geschichte von Amerikas streng geheimer Militärbasis beschrieben. Steht diese Region seit langem im Mittelpunkt sowohl offizieller Projekte als auch öffentlicher Neugierde. Ein bemerkenswertes historisches Bild aus dem Buch zeigt eine große Testvorrichtung, die für ein großes atmosphärisches Experiment in den 1950er Jahren vorbereitet wurde und veranschaulicht, wie viele entscheidende Momente der amerikanischen Wissenschaft und Verteidigung
in dieser abgelegenen Ecke des Landes stattfanden. Ganz gleich, ob sie sich zu Geschichten über Entdeckungen, Geschichte oder unerklärliche Ereignisse hingezogen fühlen. Die Wüste von Nevada regt die Fantasie an, genau wie sie es vor fast 3 Jahrzehnten für Jerry Freeman tat. Boyd Bushmans Behauptungen über außerirdische Begegnungen in Area 51. Als nächstes haben wir die Fotos von Boyd Bushman. Boyd Bushman, ein ehemaliger Ingenieur von Lockheed Martin, der behauptete, in der Area 51 gearbeitet zu haben, nahm viele Geschichten über seine außerirdischen Begegnungen mit ins Grab. In einem Video aus dem Jahr 2007 ist Bushman zu sehen, wie er seine Erfahrungen mit dem unabhängigen Raumfahrtingenieur Mark Q. Patterson. Bushman behauptete, mehrere Außerirdische getroffen zu haben, von denen einige Hunderte von Jahren alt waren und von einem Planeten namens Quintumnia stammten. Er behauptet sogar, dass einige dieser außerirdischen Mitarbeiter der Area 51 sind. In dem Video hält Bushman eine Reihe von Fotos hoch, auf denen diese eleganten Außerirdischen zu sehen sind. Während das Video einige Aufmerksamkeit erregte, finden viele Menschen die Bilder nicht überzeugend. Einige Kritiker argumentieren, dass der Außerirdische auf den Fotos einem Kostüm von Spirit Halloween, einem beliebten Kostümgeschäft, ähnelt. Trotzdem bewundern einige Bushmans Versuch, seine Geschichten vor seinem Tod zu erzählen. Bushman starb kurz nach dem Interview, was einige zu der Vermutung veranlasste, dass er vielleicht ein spielerisches Vermächtnis hinterlassen wollte. UFO-Sichtung über New Jersey. Tauchen wir ein in die UFO-Sichtung von 2001 in New Jersey, die sich am 14. Juli 2001 kurz nach Mitternacht über dem New Jersey Turnpike ereignete. Etwa 15 Minuten lang hielten Autofahrer auf dem Highway an, um in den Himmel zu schauen und einen Anblick zu erleben, den sie nicht glauben konnten. Seltsame orangefarbene und gelbe Lichter bildeten eine V-förmige Formation direkt über dem Arthur Kill Waterway. Zahlreiche Zeugen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten waren äußerst verwirrt und schockiert über das, was sie sahen. Zunächst leugneten die Fluglotsen die Anwesenheit von Flugobjekten, die die mysteriösen Lichter erklären könnten. Die New Yorker Ermittler für seltsame Phänomene behaupteten jedoch, Radardaten erhalten zu haben, die die Erzählungen der Zeugen bestätigten. Auch wenn es sich nicht um Außerirdische gehandelt haben mag, so war es doch ein unbekanntes Flugobjekt, das alle, die es gesehen haben, verblüffte. Auf der Suche nach bewohnbaren Planeten sind die Wissenschaftler seit langem auf der Suche nach Planeten, die möglicherweise Leben beherbergen könnten. Es handelt sich dabei um Gesteinsplaneten, die einen Stern in der Goldlöckchenzone umkreisen, wo die Bedingungen weder zu heiß noch zu kalt sind, um Wasser in flüssiger Form zu bilden und die Wasser enthalten. Nach jahrelanger Forschung geht man heute davon aus, dass etwa einer von 5 oder 6 Planeten potenziell bewohnbar sein könnte. Suche nach bewohnbaren Planeten. Forscher schätzen, dass es für jeden Stern in unserer Galaxie etwa einen Exoplaneten gibt, was auf eine riesige Anzahl von Planeten schließen lässt, die potenziell Leben beherbergen könnten. Es gibt zwar Planeten, von denen die Forscher glauben, dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit Leben beherbergen, aber es gibt wahrscheinlich Millionen von Planeten, die irgendeine Form von Leben beherbergen könnten. Dies könnte von intelligenten Zivilisationen bis hin zu einzelligen Organismen reichen, die das Potenzial haben, sich über Millionen von Jahren zu entwickeln, ähnlich wie das Leben auf der Erde. Die Suche nach bewohnbaren Planeten geht weiter, denn jede Entdeckung könnte ein bedeutender Durchbruch für die Wissenschaft sein und uns daran erinnern, das Universum weiter zu erforschen. Denn die Möglichkeiten sind endlos. Super Hornet UFO. Wir tauchen ein in die geheimnisvolle Welt des Super Hornet UFOs. Berichte über unidentifizierte Flugobjekte gibt es schon seit Jahrzehnten, aber das Super Hornet UFO hat in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt. Was genau ist das Super Hornet UFO? Nun, es ist ein Begriff, der verwendet wird, um eine Reihe von Begegnungen zwischen Piloten der US Navy und nicht identifizierten Flugzeugen zu beschreiben. Die Vorfälle wurden offiziell dokumentiert und vom Pentagon gemeldet, was den Behauptungen einen Hauch von Legitimität verleiht. Bei den Begegnungen handelte es sich um fortschrittliche, nicht identifizierte Flugzeuge, deren Fähigkeiten über unser derzeitiges Verständnis von Aerodynamik und Physik hinausgehen. Diese Begegnungen haben in der UFO-Gemeinde und darüber hinaus intensive Diskussionen und Spekulationen ausgelöst. Einige glauben, dass diese Vorfälle ein Beweis für außerirdischen Besuch sind, während andere behaupten,
dass die Sichtungen auf geheime Militärtechnologie oder Naturphänomene zurückgeführt werden können. Unabhängig von der Herkunft dieser mysteriösen Flugzeuge hat das Super Hornet UFO die Fantasie von Menschen auf der ganzen Welt angeregt. Die Berichte haben das öffentliche Interesse an der Möglichkeit außerirdischen Lebens und fortgeschrittener Technologie jenseits unseres derzeitigen Verständnisses neu entfacht. Da immer mehr Informationen auftauchen, bleibt das Super Hornet UFO ein faszinierendes und rätselhaftes Thema. Phoenix Lights. 13. März 1997. Phoenix, Arizona. Tausende blickten auf und sahen etwas, das sie sich nicht erklären konnten. Eine riesige, V-förmige Formation aus glühenden Lichtern schwebte lautlos über der Stadt. Kein Geräusch, kein Blinken, nur eine ruhige, majestätische Präsenz, die sich über den Himmel erstreckte. Stundenlang blieb es dort, zu groß, zu langsam, zu seltsam, um ignoriert zu werden. War es militärisch? War es etwas anderes? Zu den Zeugen gehörten Piloten, Polizisten und verblüffte Anwohner. Einige sagten, es habe sich wie ein festes Objekt bewegt. Andere glaubten, dass es sich um mehrere Flugzeuge handelte, die in perfekter Synchronisation flogen. Bis heute gibt es keine offizielle Erklärung, die die Öffentlichkeit zufriedenstellt. Die Phoenix Lights sind nach wie vor eines der gruseligsten ungelösten Rätsel aus der Luft. Was glauben Sie? Was es war? Ein geheimes Projekt oder etwas, das nicht von hier stammt? Lassen Sie es uns wissen. Und vergessen Sie nicht, sich für weitere Rätsel, die sich jeder Logik entziehen, zu abonnieren.